Wir sind Nathalie und Moritz und mit unseren beiden Kindern reisen wir auf unserer Stella um die Welt. Begleitet uns auf unseren Abenteuern und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Schon so viele Jahre arbeiten wir an diesem Traum und in dieser Folge geht er in Erfüllung. Wir bekommen unseren eigenen Katamaran. 3 Jahre haben wir nun im Wohnmobil verbracht und nun ziehen wir um. Von 8 Quadratmetern auf 70. In diesem Video nehmen wir euch mit zu unserem ersten Segeltörn, berichten über unseren ersten Sturm mit Folgen und was wir letztendlich daraus machen. On camera! Oh mein Gott! Es ist jetzt nach 3 Monaten oder fast 4 Monaten endlich wieder Zeit, dass wir mal ein bisschen Videos machen. Heute ist ein großer Tag. Heute ist ein echt extrem großer Tag für uns, weil in circa 1 bis 2 Stunden kommt hier unser Boot an. Crazy. Seid ihr schon aufgeregt? Ja! Ja. Das Erste, was du auf dem Boot machst, Jonas? Räumen alles ein. Alles einräumen? Und dann? Forsche. Erforschen. Ägypter. Mumien. Okay. Und Dinosaurier. Was ist das Erste, was ich auf dem Boot mache? Keine Ahnung. Erstmal alles anschauen. Kenn's ja noch nicht. Moritz kauft hier ein Boot und keiner kennt's. Jetzt, wenn es nicht taugt, was machen wir dann? Wenn's uns Wir nicht kaufen gefällt? was wieder. Ich werde das allererste auf dem Boot machen, mir eine Kabine sichern und meinem Bruder um die Vorherrschaft der Kabinen streiten. Was soll ich jetzt sagen? Wir werden ganz verwirrt. Also, ich möchte eins sagen. Ich schaue mir das ganze Boot an, sogar mein Zimmer. Okay, also bevor hier alle durchdrehen und nicht mehr still sitzen können, gehen wir jetzt was essen. Ich glaube, Essen überbrückt die Zeit ganz gut. Da hinten gibt es eine Pizzeria, die kennen wir schon. Einen Du, guten! das ist ja Margarita, weißt du, da ist ja immer Tomaten drauf. Wir müssen alles erstmal gerecht aufteilen, weil bei uns herrscht Futterneid. Ja, aber ich habe es jetzt runtergemacht. Guck mal, soll ich schneiden oder tust du es so essen? Ja. Ich esse jetzt mal. Ja. Wir platzen fast vor Aufregung. Der Blick geht ständig in Richtung Hafen und Meer. Und plötzlich kommt sie. Unsere Stella. Die kleine Insel Poros im Saronischen Golf nordöstlich der Peloponnes wird nun zu einem ganz besonderen Ort für uns. Die Fähre vom Festland der Stadt Galatas bis rüber nach Poros dauert nur 10 Minuten. Für uns fühlt es sich trotzdem an wie eine Ewigkeit. Die Freude ist einfach riesengroß. Aufregend. Wir haben großes Glück mit unseren Vorbesitzern des Schiffs. Sie nehmen sich ein paar Tage für uns Zeit, zeigen und erklären uns alles, was wir wissen müssen. Wir segeln gemeinsam, üben Manöver und haben jede Menge Spaß mit unserem neuen Dinghy. Es ist soweit, wir ziehen um. Die letzten Tage waren wir noch mit den Vorbesitzern auf dem Boot. Sie haben uns alles gezeigt, was wir wissen müssen und uns noch ein paar Tipps und Tricks verraten. Ich hoffe, wir kommen jetzt klar. Wir waren viel am Üben und ja, jetzt ziehen wir um. Wir räumen gerade alles aus dem Wohnmobil
und versuchen hier ein bisschen Ordnung reinzubringen. Es ist noch wahnsinniges Chaos. Mal schauen, wie lange das wir wirklich brauchen. Okay. Schauen, wie viele Runden das wir noch brauchen. Völlig verrückt, wie viel Zeug überhaupt in so ein Wohnmobil passt. Also wir dachten eigentlich immer, wir haben echt wenig dabei, aber scheint anscheinend doch mehr zu sein, als man denkt. Schön reingestopft die letzten Jahre. Kann man jetzt erstmal richtig aussortieren. Die ersten Schritte sind noch sehr zögerlich und vorsichtig in der neuen Umgebung. Wir müssen uns alle erst an das Leben an Bord gewöhnen. Die Zeit nehmen wir uns und verbringen 2 Wochen im Hafen von Poros. Doch dann geht's endlich los. Wir legen unsere ersten Seemeilen in Richtung Kyllada zurück. Überglücklich genießen wir den Wind in den Haaren, das Salz auf der Haut und die Sonne im Gesicht. Die Bucht von Kyllada liegt ca. 20 Seemeilen westlich von Poros. Die Bucht ist rundum geschützt, deshalb wollen wir von hier aus ein paar Dinge erledigen und auch unser Wohnmobil für den Verkauf nach Deutschland bringen. Doch was wir hier tatsächlich erleben, hätte auch gut in einen Actionfilm gepasst. Und letztendlich bleiben wir viel länger als gedacht an diesem Ort. In der Bucht von Kyllada hatten wir ganz besondere Nachbarn, und zwar leben hier ganz viele Caretta-Schildkröten, die uns mehrmals täglich einen Besuch abgestattet haben. Riesenteile, also 1 bis 1,50 Meter, glaube ich, werden die groß. Die Bucht haben wir nicht umsonst gewählt, weil wir hatten den Plan, ja, das Wohnmobil zu verkaufen und dafür nach Deutschland zu fahren. Das heißt, wir haben nach einem Platz gesucht, wo Nathalie und die Kinder auf dem Boot bleiben können und einigermaßen sicher sind und ich in der Zeit dann für 2-3 Tage nach Deutschland fahren kann. Uns wurde die Bucht empfohlen und deswegen sind wir da dann auch hingefahren. Das ist auch für viele Segler so ein Winterquartier, war einfach, da ist immer safe. Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine sehr dünne Ankerkette von 8 mm, das hat mich von Anfang an gestört. Und falls doch Wind kommt, dachten wir gehen vielleicht lieber an eine Mooringboje. Dachten wir, das wäre eine gute Idee. Wir haben das abgetaucht, wir haben alles kontrolliert, es sah alles super aus und wir sind dann auch noch mal 3-4 Tage gemeinsam gestanden da, bevor ich tatsächlich dann weggefahren bin. Ja, und dann an dem Tag, als ich los bin, hat es schon angefangen, da ist der Wind stärker geworden. Es waren 20 Knoten war die Vorhersage und 20 Knoten sind ja wirklich human, also kann man wirklich aushalten, ist nicht so schlimm. Aber ja, im Laufe des Tages wurde es immer höher und höher. Und am Abend haben wir dann auch angefangen, alles einzupacken, weil der Wind dann immer mehr zunahm. Und ich habe irgendwann die Kinder dann ins Bett gebracht und bin selbst auch unter Deck und es war wahnsinnig laut und wir haben angefangen zu telefonieren. Ich habe schon so rausgehört, okay, es ist anscheinend stärker wie in den ganzen Forecasts angenommen und habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber den Kindern ging es noch gut und Nathalie auch, aber ja, dann wenig später, ich glaube, ich habe mich ganz kurz hingelegt und 20 Minuten später hast du schon wieder angerufen und dann war Chaos. Genau, also ich bin unter Deck, also ich wollte mich auch ein bisschen ausruhen. An Schlaf war nicht zu denken, aber es war schon irgendwie 1 Uhr und ich war einfach müde und wollte mich ein bisschen ausruhen. Und so im Halbschlaf, glaube ich, war das, oder ich weiß es nicht, ich war irgendwie in einem anderen Universum zu dem Zeitpunkt.
Ich habe auf jeden Fall unter Deck, es war laut, es war wirklich laut, die Wellen haben gepeitscht und plötzlich wurde es ganz ruhig um mich herum und ich habe nur noch ein Reißen von einem Seil wahrgenommen. Es war wirklich so ein und ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich bin dann hoch, Ankeralarm ging sofort an, es war laut immer noch und bin hoch an Deck und habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Es hat sich einfach nur noch gedreht um mich herum. An Land sah man so ein paar Lichter, die sind immer wieder an mir vorbeigezogen. Okay, scheiße, die Muiringboje ist gerissen. Wir treiben einfach in der Bucht und man muss noch dazu sagen, die Spitze in der Nacht waren 58 Knoten, also da ging richtig was ab. Das war der erste Meltemi in dem Jahr und es war der schlimmste Sturm seit 5 Jahren in dieser Bucht. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich eben alleine mit den Kindern war, ich war erstmal hilflos, habe die Motoren angeschmissen und habe einfach versucht, eben zurück auf Position zu fahren, aber irgendwie ja, in meinem Kopf, ich habe mich gefühlt wie in einem schlechten Film und habe eigentlich so die Umgebung um mich herum gar nicht mehr wirklich wahrgenommen. Ich war wie in einem Tunnel, habe auch nichts gesehen, also irgendwie, es war alles schwarz und Lichter, die an mir vorbeigezogen sind, aber irgendwann habe ich mich gefasst und war dann auch wieder auf meiner Position und dann war klar, scheiße, ich muss den Anker irgendwie reinkriegen. Und alleine habe ich das nicht geschafft, weil einfach der Wind so stark war. Also wenn ich da nach vorne gelaufen wäre, wäre unser Boot schon wieder wirklich ganz weit weg, weil einfach wir uns ständig gedreht haben. Es sind auch kleine Wirbelstürme auf dem Wasser entstanden. Und genau, dann habe ich die Sophie rausgeholt aus der Kabine. Beide haben tief und fest geschlafen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und sie war so tapfer und ist dann vor, hat den Anker runtergeworfen und ist dann auch wieder zurück, hat sich um Jonas gekümmert. Und ja, der Anker hat nicht gehalten, das war das Ende vom Lied. Da ging kein Anker rein bei so einer Windgeschwindigkeit, bei solchen Wellen und mit unserer dünnen Ankerkette damals noch. Also da hat nichts gehalten und wir hatten ein bisschen Glück, dass da so ein verlassenes Schiff stand. Das ist so ein altes Geisterschiff, stand schon auf Grund. Und ja, ich habe irgendwie die Kontrolle verloren und wir sind gegen dieses Geisterschiff dann irgendwann geknallt. Ich hatte auch gar keine Kraft mehr, das Boot irgendwann zu halten, weil es einfach immer und immer wieder zurück auf Position fahren und die Kinder und ich nur am Durchdrehen und genau, dann ist mir irgendwie so ein Geistesblitz bekommen, Mensch, mach dich einfach an diesem Boot fest und ich habe uns dann da festgetaut und dann war erstmal wieder Ruhe in dem Ganzen drin. Moritz immer noch am Telefon, völlig hilflos. Ja. Alles mit angehört, ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen? Ich war auch komplett machtlos, ich konnte in der Zeit überhaupt nichts machen und musste zuhören oder zusehen, wie die irgendwie versuchen, ihr Leben und das Boot zu retten. Und ja, das war echt keine coole Situation. Nee, ich habe nur noch geschrien, Moritz, verkauf das Scheißboot, ich will es nicht mehr haben. Und ich habe nur noch geschrien. Und ja, es standen ja ganz viele Boote in der Nacht und bei mehreren hat der Anker nicht gehalten. Ich denke, wenn wir zu zweit in dieser Situation gewesen wären, hätten wir das natürlich hinbekommen, aber alleine mit den Kids. Ich hatte einfach die Verantwortung alleine für mich war zu groß in dem Moment und deshalb habe ich auch irgendwie keinen klaren Kopf mehr bekommen. Das Beste war eben, dass ich mich an diesem Boot festgemacht habe und an Ruhe reinkam. Klar, die Wellen waren immer noch da, der Wind war immer noch da, aber wir standen fest. Also ich wusste, wir treiben nicht mehr ab. Ich musste mir keine Sorgen machen, dass irgendwie ein Anker nicht hält oder irgendwas reißt. Wir waren wirklich fest vertaut an diesem Boot und daraufhin haben wir dann auch die Küstenwache gerufen, weil ich gesagt habe, ich will hier raus. Ich will, dass meine Kinder in Sicherheit sind. Und ja, die kamen dann auch und hatten wirklich Probleme. Es hat lang gedauert. Und die hatten auch Probleme bei uns anzulegen, weil eben der Sturm so getobt hat und war dann wie so in einem Actionfilm. Die Kinder hatten die Rettungswesten an und wurden dann so rübergezogen. Also richtig, also man konnte nicht rübersteigen ins andere Boot, weil der Sturm einfach getobt hat.
und die Kinder wurden dann so rübergeschmissen, mehr oder weniger. Und wir haben dann die Nacht im Hotel verbracht. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und habe mir wirklich Gedanken gemacht, ist das Richtige, was wir hier tun? Ja, ich bin dann in der Zeit schon wieder auf dem Weg Richtung Flughafen gewesen, komplett verschwitzt und keine Ahnung, meine Sachen von 3 Tagen noch an. Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt sofort den ersten Flug wieder zurücknehmen. Bin dann eben nach Griechenland zurückgeflogen und war dann am Morgen schon wieder in Griechenland. Also er ist von Kylara, von Griechenland, nach Deutschland gefahren, hat am Wohnmobil ein bisschen rumgewerkelt, nicht geschlafen und in der Nacht ist es passiert und musste wieder dann nachts von Deutschland nach Griechenland. Also ich glaube 48 oder ja, nee, länger. 72 also Stunden kein Schlaf. Fertig, ja. Die Nerven waren wirklich am Ende. Ja. Und ja, dann sind wir erstmal zusammen in eine Ferienwohnung gegangen. Das Boot stand ja immer noch am Geisterschiff. Der Wind hat immer noch geblasen, also es hat auch 2-3 Tage gedauert, bis der sich wieder gelegt hatte. Und es wollte uns auch keiner unbedingt aufs Boot fahren. Die Küstenwache kam dann und ist mit dir noch mal hingefahren. Du hast dir das Ganze angeguckt und festgestellt, der Schaden ist gar nicht schlimm. Ja, es waren viele Abkratzer oder eben durch die Kette, die sich verfangen hatte im Motor, im Ruder. Und dadurch genau, ist viel der am Anker ist ja Unterschiff kaputt gegangen. Genau, der Anker wurde runtergelassen und dadurch, dass es nicht gehalten hat, hat sich die Kette dann verfangen. Ja. Ja, und halt durch den Aufprall mit dem anderen Schiff waren sau viele Kratzer am Gelcode und ja. Genau. Das musste repariert werden und deswegen auch wegen einem Gutachter, also wir haben dann die Versicherung eingeschalten und der Gutachter wollte unbedingt eben das Boot sehen, dazu musste es raus. Also haben wir zum Glück der Shipyard, der 2 Meter oder 200 Meter daneben war, haben wir uns da dran gewandt und ja, das Boot auskranen lassen. Genau. Ja, wie ihr seht, sitzen wir wieder auf dem Schiff. Sind jetzt auch schon längere Zeit wieder auf dem Boot. Aber das war nicht von Anfang an klar, dass wir wieder zurückgehen. Für mich war in den ersten Tagen ist die Option Bootsleben eigentlich gestorben gewesen. Ich dachte auch, die Kinder haben ein Megatrauma. Die gehen mir nie wieder aufs Boot. Und als wir da in unserer Ferienwohnung noch saßen und eben auf unser Boot geguckt haben, was ich bis dahin dachte, dass es komplett zerstört ist, sagte dann Sophie zu mir, okay Mama, wir haben jetzt eine richtig blöde Situation hinter uns, aber es kann doch wohl nicht sein, dass du jetzt aufgeben willst. Wir haben im Wohnmobil so viele schreckliche Situationen hinter uns und jedes Mal, und kein einziges Mal dachten wir, jetzt geben wir auf. Wir haben immer weitergemacht und ja, haben gekämpft für das, was wir eigentlich wollen. Komm Mama, lass wieder aufs Boot gehen. Und dadurch, dass das von der Sophie kam, war für mich klar, okay, sie hat recht. Und dann sind wir wieder aufs Boot und ich habe mir das auch angeguckt und habe gesehen, okay, es sind lediglich ein paar Kratzer, obwohl es so laut war in der Nacht und wirklich, ich dachte wirklich, das Boot ist total schaden. Und als ich gesehen habe, dass es nur ein paar Kratzer sind, war für mich klar, hey, das Boot hält doch ganz schön viel aus. Und ja, dann kam Sonnenschein, der erste Sonnenuntergang, die Bucht war wieder spiegelglatt und irgendwie war es dann auch ganz schnell wieder vergessen. Es war eine krasse Erfahrung, es war eine große Lehre und ich glaube, man muss Erfahrungen machen, wir werden noch mehr Erfahrungen sammeln und nur durch Erfahrungen können wir immer wieder lernen. Wir werden uns nie irgendwie, hoffentlich nie in Lebensgefahr bringen. Wir versuchen natürlich immer Stürme zu umgehen und ja, haben jetzt seitdem eigentlich eine ganz coole Zeit auf dem Boot. Und was wir in der Zeit auf der Werft noch gemacht haben, das seht ihr jetzt. Okay, nachdem wir jetzt hier unseren Brutkasten gebaut haben, außenrum, geht's endlich los.
Unser Applaus gilt diesem Mann. Rabe, ein Künstler aus Schwandorf, ist zusammen mit seiner Freundin von einem Tag auf den anderen nach Griechenland gereist. Nach unserem doch recht kurzfristigen Aufruf auf Instagram hat Gabi, die uns verfolgt, ihren Nachbarn von unserer Idee berichtet. Der Nachbar heißt Rabe und gibt unserer Stella nun ihr einzigartiges Design. Nachdem unsere Ankerkette in der Sturmnacht den Rumpf an einigen Stellen zerkratzt hat, machen wir noch einen neuen Anti-Fouling-Anstrich. Pass mal auf, das erste Mal anlegen oder so. Oh shit, Rabe, komm zurück. Du musst was ausbessern. Morgen geht es endlich wieder ins Wasser. Unser Katamaran Stella wird gerade auf den Trailer geladen. Und das heißt, wir kommen wahrscheinlich morgen auch gleich als Erste ins Wasser. Und ja, dann werden wir gleich starten und eine Runde segeln gehen. Ich glaube, du bist ein bisschen aufgeregt, kann das sein? Oh ja, aber hallo. Und du bist immer so gechillt. Ich hätte schon längst die Fender rausgehängt. Wir haben dann keine Zeit. Es geht schneller, als du denkst. Die sind so schnell. Unsere ersten Wochen auf unserem neuen Zuhause waren sehr intensiv und kurzzeitig schien unser Segelleben auch schon wieder beendet. Nach diesen Erlebnissen schauen wir mit ganz anderen Augen auf das, was kommt. Für uns steht auf jeden Fall fest, wir machen weiter und wollen mit unserer bunten Stella die Welt bereisen. Zurück auf dem Wasser begrüßen uns auch schon wieder die Schildkröten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Für dich kostenlos, für uns eine großartige Art der Unterstützung.